Also wirklich, ich filme hier das erste Mal meine Sims, um das zu veröffentlichen und ich bin einfach sprachlos. Erst die Zwillinge, jetzt das. Und ich musste schon auf so ein kleines Disney-mäßiges Wunder hoffen, aber dass gleich sowas passiert, ja, das sind die Geschichten, die das Gameplay schreibt. Und mit der Vorschau auf diese unerwartete Wendung in meinem Gameplay heiße ich euch herzlich willkommen zurück zum zweiten Teil unserer Disney Parent Challenge mit Eudora und James der ersten Generation. In diesem Video geht es endlich ums Eingemachte. Wir schauen uns genauer das Leben dieser Generation an und wie das in Legacy Challenges so ist das Leben natürlich hauptsächlich durch die Ziele geprägt, die die Generation so mit sich bringt. Eines haben auch viele Disney-Filme gemeinsam: der Tod ist leider kein unbekannter Gast im klassischen Disney-Drama und deshalb werden wir ihm wohl auch hier wieder begegnen. So, nun geht's aber weiter. Die beiden haben unverhofft Zwillinge bekommen, was ja so gar nicht irgendwie zu dem Film passt, denn Tianas Zwilling haben wir nirgends gesehen. Sie ist aber bei uns nun da. Und übrigens, vielleicht auch ein kleiner Anreiz, die beiden runterzuladen. Ich habe manchmal das Gefühl, dass manche Sims für Zwillinge prädestiniert sind. Vielleicht liegt es an den Merkmalen, vielleicht liegt es an irgendeinem Marker, der da eingestellt ist. Probiert's aus, erzählt mir, kommentiert, ob ihr auch Zwillinge bekommen habt. So, jetzt geht's aber weiter. Viel Spaß! Ich weiß grad gar nicht, wie ich das sagen soll. Ich bin sprachlos. Ich muss hier einfach reinschalten. Ich habe gerade die Lotterie gewonnen. Also wirklich, ich streame hier das erste Mal oder ich filme hier das erste Mal meine Sims, um das zu veröffentlichen und ich habe noch nie die Lotterie gewonnen. Ich bin einfach sprachlos. Erst die Zwillinge, jetzt das. James hat die Lotterie gewonnen und ich hatte, wie ihr seht, 64 Simoleons und bin hier wirklich gerade, ne, ich habe Stromausfall, Wasser wird mir auch abgestellt. Und ich musste schon auf so ein kleines Disney-mäßiges Wunder hoffen, aber dass gleich sowas passiert, ja, das sind die Geschichten, die das Gameplay schreibt. Ich bin gerade noch nicht so sicher, wie ich damit umgehe, denn zur Generation passt's jetzt nicht wirklich. Große, schicke Villen kommen erst ein kleines bisschen später. Aber ja, mal schauen, wie sich jetzt das Leben verändert, ob es ein bisschen einfacher wird für die 4. Nun ja, das Leben geht weiter. Die Wohnung versinkt im Chaos trotz Millionengewinn. Denn ich finde, das passt jetzt einfach nicht zur Generation, sich hier groß Haushaltshilfen und Babysitter zu engagieren. Ja, Chaos, Stress, Müll überall. Eudora ist überfordert. James schläft von seiner Nachtschicht. Äh, ja, was mache ich jetzt als erstes? Wäsche waschen, das Chaos hier beseitigen, putzen, das Kind füttern. Ja, es nimmt einfach kein Ende. Aber ich glaube, beide sind inzwischen so weit, dass man ihnen richtig im Hochstuhl Essen geben kann. So dass wir ja vielleicht perspektivisch heute mal zusammen am Tisch frühstücken könnten. Ihr werdet es kaum glauben, mit dem gemeinsamen Frühstück hat es nicht mehr geklappt, aber jetzt, kurz vor 17 Uhr, können wir uns endlich versammeln, um hier gemeinsam zu essen. Wir haben die Bude ein bisschen aufgeräumt. Eudora hat immer noch den Schlafanzug an. Hat es noch nicht geschafft, irgendwie sich umzuziehen, aber egal. Und die Toilette ist auch nicht so ganz in Ordnung. Aber egal, was haben wir jetzt hier geschafft? Den ersten Brei. Diana hat zum ersten Mal Babynahrung probiert, Sarah auch. James muss gleich wieder arbeiten. Sarah weiß nicht, wie sie Möhrenstampf findet und Diana findet Avocado wie? Habe ich verpasst. Nicht gut. Naja, okay. Aber hey, immerhin, wir haben es irgendwie probiert und hatten unser kleines Erfolgserlebnis mit den beiden. Und ja, ach, wie sie da sitzen. Es ist schon irgendwie ganz niedlich. Sie geben ja so viel zurück. Und ehe man sich versieht, sind sie noch größer geworden und noch anstrengender und sind beim Essen wählerisch und machen Quatsch im Hintergrund und reden die ganze Zeit irgendeinen Blödsinn am Tisch. Und ich habe mir letztens beim Abendbrot gedacht, eigentlich fehlt bei den Sims noch so ein Geduldsbalken. Sobald man ein Kleinkind hat und dann auch die Erziehungsfähigkeit sozusagen steigern kann, da sollte es so einen Geduldsbalken geben und je höher die Erziehungsfähigkeit ist, desto langsamer geht der runter. Familiendynamik und Erziehungsstil.
Zusätzlich ist es mit dem Package Elternfreuden möglich, auch bestimmte, ich nenne sie mal Erziehungsmerkmale zu erreichen. Und ich finde, zur Disney Eltern Challenge passt es, dass wir uns dieser Merkmale bedienen und jeder Generation oder jedem Elternteil passende Merkmale für das Kind zuordnen. Und für Tiana ist es verantwortungsbewusst und gute Manieren. Das sehen wir hier auch in der Übersicht. Ebenfalls durch Elternfreuden könnt ihr verschiedene Erziehungsstile verfolgen, nämlich indem ihr euer Kind entschieden, ruhig oder streng maßregelt. Eudora wird sich für einen entschiedenen Familienstil entscheiden. Auch dafür braucht ihr, wie gesagt, Elternfreuden. Die Familiendynamik zwischen den beiden ist fürsorglich. Dafür wird das Erweiterungspack Zusammenwachsen benötigt. Durch bestimmte Interaktionen ist es dann möglich, eine von verschiedenen Familiendynamiken zu erreichen. Diese können sich auch durch weitere Interaktionen wieder ändern. So, und da sind wir wieder mit den beiden, sind inzwischen etwas größer geworden. Aus der engelsgleichen Sarah ist eine Katzenfreundin geworden. Und aus Diana, die als Kleinkind albern war, habe ich die Perfektionistin gemacht. Ich finde, das passt hier gerade auch sehr schön. Damit steht auch die Wahl fest, dass Diana tatsächlich meine Erbin werden wird. So, und wir schalten gerade hier rein, denn Sarah hat eine Frage und hier kann man das gleich ganz schön zeigen. In der letzten Pause wollte niemand mit mir spielen. Ich bin alleine rumgeklettert. Wenn das nochmal passiert, was soll ich dann tun? So, und jetzt haben wir die Möglichkeit, dass wir sozusagen unserem Kind einen Rat geben können. Und wir sagen natürlich, sprich mit dem Lehrer, denn wir wollen ja die guten Manieren fördern. Die Manieren steigen, die emotionale Kontrolle sinkt. Das ist dann eben immer so, dass es ein Merkmal positiv beeinflusst und das andere negativ. So, insgesamt werden diese Erziehungsmerkmale auch durch die Persönlichkeit schon ein bisschen beeinflusst, also durch den Charakter. Ich denke nicht durch jeden, also Katzenfreundin glaube ich nicht, dass der irgendeinen Einfluss hat darauf. Perfektionistisch, mal schauen, ob man irgendwas sieht. Vielleicht ein bisschen Verantwortung. Ich bin mir gerade unsicher, ob die mit einem Boost dann starten dort in dem Merkmal oder in dieser Ausprägung oder ob es denen einfach einfacher oder leichter fällt, dieses Merkmal aufzubauen. Was wir fördern wollen, ist natürlich die Verantwortung. Das können wir zum Beispiel machen, indem wir aufräumen und rechtzeitig den Fernseher ausschalten und eigentlich vielleicht auch 16:45 Uhr nicht hier im Nachthemd rumrennen. Das wäre doch auch mal irgendwie eine Lösung. Also Diana räumt das Geschirr ab, vorbildlich, vorbildlich, spült das sogar. Ja, wir haben immer noch keinen Geschirrspüler. Also ich meine, wir haben hier eine knappe Million, aber wir haben noch nicht in den Geschirrspüler investiert. Ja, super, genau, dann steigen die Manieren und dann können wir jetzt hier auch als Eudora hingehen und können sagen, oh, ganz toll, dass du abgespült hast, hast du richtig klasse gemacht. Und normalerweise werden die Manieren dann eigentlich auch nochmal gesteigert, dachte ich. Verantwortung kann man auf jeden Fall mit Schulprojekten steigern. Schulprojekte bearbeiten, Hausaufgaben machen und auch überhaupt zur Schule gehen. Fördern das Verantwortungsbewusstsein. So, und in der Zeit, in der die beiden hier schön arbeiten, wollte ich mir sowieso mal die Familiendynamiken anschauen. Und zwar natürlich von Diana aus zur Mama. Oh, streng, das müssen wir ändern. Das ist schon mal passiert vorher. Und zu James haben wir noch keine. Okay, das mache ich dann natürlich gleich als nächstes. So, wie geht's dir? Du könntest hier mal mithelfen. Du könntest mal mithelfen. Und dann natürlich auch nochmal zum Abschluss von Schulprojekten ermuntern. Geht das schon? Oder ermutigen, an Schulprojekt zu arbeiten. Und ich glaube, dann kann man extra nochmal ermutigen, dass die das Ding beendet haben. Gut, dann lassen wir die mal bauen und kümmern uns danach um die Familiendynamik. So, nun geht es schon weiter. Die freuen sich jetzt hier alle an dieser tollen Burg, die jetzt nicht so toll geworden ist, aber immerhin gut. Ja, habt ihr ganz toll gemacht, habt ihr ganz toll gemacht. Und jetzt schauen wir gleich mal, ob wir hier mal mit positiven Interaktionen so ein bisschen beeinflussen können, dass die Familiendynamik nicht mehr schwierig ist, sondern fürsorglich, was wir in dieser Generation ja erreichen wollen. Ja, weißt du, ich habe dich am liebsten, Mami. So, und
Das erreicht man natürlich am besten dadurch, indem man hier viele besonders liebevolle Interaktionen verursacht. Hm, schön, dass in der Zeit gerade so viele meine Sachen kaufen wollen. Düm, düm, düm. Haben wir noch mehr? Was haben wir denn noch nicht gemacht? Beste Umarmung aller Zeiten. Auch wie niedlich. Oh, du musst dich dann wirklich mal ausruhen, Diana. Du fällst dir ja gleich. Was für eine niedliche Interaktion. Die ist garantiert auch bei Zusammenwachsen dabei. Okay, ich versuche jetzt noch ein bisschen was von ihr auszumachen. Das hatten wir ja schon. Ich versuche es an dieser Stelle noch einmal mit Sarah. Ja, es hat funktioniert. Vielleicht ist es ein bisschen schwieriger, wenn man schon eine Familiendynamik hat, wie das in dem Fall von Eudora und Diana ist, die ja schon ein strenges Verhältnis zueinander haben. Vielleicht braucht es da einfach noch mehr Interaktion, damit sich die Dynamik wieder ändert. Aber die beiden hatten noch keine und deswegen jetzt neue Familiendynamik, fürsorglich. Einige ältere Sims neigen dazu, jüngeren Familienmitgliedern Rückendeckung und emotionale Unterstützung zu geben. Die älteren Sims können als gute Vorbilder dienen und ihre Lebenserfahrung nutzen, um jüngeren Sims den Weg durchs Leben zu weisen. In letzter Zeit macht es den Eindruck, als ob Eudora und Sarah diese Art von Beziehung führen würden. Wenn Familienmitglieder eine fürsorgliche Familiendynamik besitzen, bringen sich beide Sims Zuwendung entgegen und machen sich gegenseitig Komplimente. Der ältere Sim versucht aktiv, den jüngeren Sim zu trösten oder aufzuheitern, und der jüngere Sim erzählt dem Älteren häufiger von seinen Sorgen und Nöten. Würdest du sagen, dass Eudora und Sarah eine fürsorgliche Familiendynamik besitzen? Natürlich. Bupp. Und schon haben wir wieder ein Ziel geschafft. Juhu. Nun gut, natürlich muss ich das auch noch mit Diana schaffen, da sie ja die Erbin ist. Natürlich ist hier nicht immer alles halt Sonnenschein hier. Verbotene Wörter zu brüllen wirkt zum Beispiel den guten Manieren entgegen. Und das ist eine gute Gelegenheit, um hier gleich mal zu erziehen, und zwar aktuelles Verhalten maßregeln. Und wir haben jetzt die Möglichkeit zu bestrafen. Da gibt es bisher nur eine Möglichkeit, streng, ruhig oder entschieden zu maßregeln. Mal gucken, sie hat immer nur eine Möglichkeit. Das ändert sich dann eben mit zunehmender Erziehungsfähigkeit. Ich habe auch recherchiert, wenn man eine höhere Erziehungsfähigkeit hat, dann ist es möglich, andere Strafen zu verhängen, was in meinen Augen totaler Bullshit ist, denn Strafen sind ja jetzt nicht wirklich irgendwie ein Zeichen von guten Erziehungsskills. Aber gut, anordnen, keine Form zu brüllen oder Enttäuschung ausdrücken. Es gibt tatsächlich zwei Richtungen bei entschieden. Ich denke, wir enttäuscht darüber, dass sie sowas gemacht hat, und mal gucken, ob es überhaupt noch geht oder ob es schon längst zu spät ist. Sei mal bitte enttäuscht darüber, dass Diana verbotene Wörter gebrüllt hat. Also nein, das kann ja wohl gar nicht sein. Auch ja, ich schäme mich. Oh, mein Selbstbewusstsein sinkt. Aber meine Manieren steigen wieder an, und das hat dann natürlich später auch einen Einfluss auf das Verhältnis zwischen den beiden. Ich schau mal kurz, wie es hier inzwischen aussieht. Manierenverantwortung, ja, da können wir noch was tun. Noch ein bisschen Geschirr spülen. Tischdecken ist auch eine gute Idee für die Manieren, glaube ich. Na, auch so kleine Dinge, die man immer mal zwischendurch machen kann. Da freuen sich die Eltern, und wir können unsere Manieren steigern. Ziele. Wie schon erwähnt, geht James einer klassischen Rabbit Hole-Karriere nach. Sein Ziel: erreiche Level 7 deiner Karriere. Eudora hat keinen klassischen Job, soll aber die kreativ hergestellten Gegenstände, die sie so in ihrem Alltag fertigt, verkaufen. Damit ist das erste Ziel: erreiche Level 10 der Strickfähigkeit. Dazu benötigt ihr natürlich das Erweiterungspack Schick mit Strick. Alternativ: erreiche Level 10 der Malereifähigkeit. Wie ich eingangs schon gesagt habe, soll es für alle packbezogenen Ziele, zumindest die, bei denen das irgendwie einigermaßen geht, eine Basegame-Alternative geben, sodass alle die Möglichkeit haben, diese Challenge zu spielen. Ein optionales Ziel ist es, Level 5 der Fähigkeit Kreuzstich zu erreichen. Dafür benötigt ihr das Package Landhausleben. Optionale Ziele müssen nur erfüllt werden, wenn ihr das dazugehörige Pack besitzt. Alle so hergestellten Kreuzstichrahmen, genauso wie die Bilder oder die Strickwaren, solltet ihr am besten über Plopsy verkaufen. Auch dafür braucht ihr natürlich Schick mit Strick. Wenn ihr das nicht habt, könnt ihr es einfach übers Inventar verkaufen. Erfahrungsgemäß bekommt ihr aber über Plopsy ein bisschen mehr Geld. Nun folgt das erste Ziel für alle beide:
erreicht jeder jeweils das Level 5 der Gourmet-Kochenfähigkeit. Ein Ziel für beide, lernt jeweils 10 der Stadtgerichte und gebt sie weiter. Mit dem Package Großstadtleben könnt ihr in der Stadt verschiedene Gerichte an diesen Buden probieren, euch an den scharfen Geschmack gewöhnen oder daran mit Stäbchen zu essen und diese dann an euer Kind weitergeben, indem ihr sie zu Hause nachkocht. Soweit ich weiß, gibt es mittlerweile auch bei anderen Erweiterungspacks solche Buden in den Welten, wo es verschiedene Gerichte zu kosten gibt, die dann weitergegeben werden. Zum Beispiel salvadoranische Gerichte im Package Dschungelabenteuer oder bei Hunde und Katzen gibt es, glaube ich, auch bestimmte Fischgerichte, die auf diese Art und Weise erlernt werden können. Stellt euch hier euer eigenes kleines Kochbuch zusammen. Wenn eure Tochter dieses Gericht dann ebenfalls gekostet und aufgegessen hat, ist sie in der Lage, dieses nachzukochen und ihr habt das Gericht weitergegeben. Die ehrgeizige Tochter soll in der Schule Einserschülerin werden, sowohl als Kind als auch als Teenagerin. Als Teen soll sie außerdem einen Teilzeitjob annehmen und in diesem Level 3 erreichen. Bestenfalls natürlich den Job in der Gastrokarriere. Eine schöne Möglichkeit, wenn hier noch nicht so viel los ist und man den ganzen Tag verschläft, ist es natürlich mal die neuen Gerichte auszuprobieren. Dafür eignen sich natürlich die Festivals besonders gut. Reisen wir doch gleich mal dahin, neue Geschmäcker kennenlernen. So, und ich habe ein bisschen geskippt. Hier stehen nämlich schon echt tolle Gerichte, die wir dann für unsere Tochter lernen können. Schweinefleisch Asado, Hähnchen Burrito. Hier ist die Gewürz-Herausforderung. Curry für das Wettessen. Da machen wir doch gleich mal mit bei der Curry-Herausforderung. Übrigens im Hintergrund hier stehen auch viele interessante Pflanzen, unter anderem Erdbeeren, die wir gut gebrauchen können. Eudora ist ja jetzt schon schwanger. Und Eudora hat das erste Gericht aufgegessen und gelernt. Super. Und beide nehmen jetzt aber hier mal an der Curry-Herausforderung teil. Und danach können wir ja mal noch ein paar Erdbeeren ernten gehen. Oh ja, du musst schon wieder auf Toilette. Ja, das ist ärgerlich in der Schwangerschaft. Kommt nur halb so schnell voran. Oh ja, die beiden sind nicht an scharfe Geschmäcker gewöhnt. Die stehen erst ganz am Anfang unserer kleinen kulinarischen Reise. Ernten die Früchte. So, und da haben wir hier doch eigentlich schon gut unser Soll erfüllt. Was gibt's noch? Vielleicht können wir irgendwie noch ein paar Souvenirs kaufen. Oh, was ist das jetzt? Wow! James hat mit seinem ungeübten Gaumen die Curry-Herausforderung gewonnen. Herzlichen Glückwunsch. Na, das ist ja super. James hat das schärfste aller scharfen Gerichte gegessen und jetzt hat er ein T-Shirt gewonnen und kann damit angeben. Das schauen wir uns doch gleich nochmal an. Wow, toll gemacht. Mal schauen, ob wir das irgendwann nochmal anziehen. Das Erreichen der Ziele ist natürlich mit den Zwillingen etwas schwieriger geworden, beziehungsweise während der Kleinkinderzeit sehr in den Hintergrund gerutscht. Aber ich glaube, wir sind ganz gut dabei mittlerweile. Eudora hat inzwischen die Kreuzstichfähigkeit sogar schon maximiert, Stricken fast Level 7 erreicht und Feinschmecker kochen, na gut, Level 2. Und wie ihr sehen könnt, haben sich heute auch alle in Schale geworfen und tragen die selbstgestrickten Klamotten. James ist gerade arbeiten und arbeitet an seiner 6. Karrierestufe. So, die beiden Kinder sind bereits Zweier-Grundschülerinnen. Hier wartet auch schon das nächste Schulprojekt und die beiden arbeiten hart an ihrem Ziel, Einzelschülerin zu werden, sowohl als Kind als auch als Teen. Storytelling. Ein paar weitere Ziele, die den Charakteren noch etwas mehr Herz und Hintergrundgeschichte verleihen sollen. Kocht immer gemeinsam, zumindest mit denen, die gerade zu Hause sind. Ihr könnt entweder sofort gemeinsam anfangen zu kochen oder mit anderen mitmachen, die schon dabei sind. Ein weiteres Storytelling-Ziel für die gesamte Familie ist es, sich mit allen Sims der kleinen Nachbarschaft anzufreunden. Damit meine ich diesen Teil der Stadt, in dem die Familie wohnt, also hier diese kleine Nachbarschaft. Da wohnt zum Beispiel die Familie Rubbels. Mit denen solltet ihr euch anfreunden und noch mit einer weiteren Familie, die ihr hier auf dem Grundstück seht, wo noch ein weiteres Haus gebaut werden muss oder die dort zufällig einzieht. Denn Eudora und James sind im Film sehr nachbarschaftsfreundlich. Obwohl sie selbst nicht viel haben, laden sie die Nachbarn auch nach der Arbeit noch zum Essen ein und quatschen gemeinsam und freuen sich des Lebens.
Ziel ist es also, dass eure 3 Familienmitglieder zu allen Sims dieser Nachbarschaft eine positive Beziehung haben. Nun also noch ein paar letzte Einblicke in die Hintergrundgeschichte der Familie. So, was können wir denn noch an so einem faulen Sonntagnachmittag machen, außer an unserem Fähigkeitenaufbau zu arbeiten? Ich würde sagen, wir könnten mal ein paar Freunde kennenlernen, unserer Nachbarinnen und Nachbarn aus der näheren Umgebung. Fahren wir doch da gleich mal hin und schauen, wer da so wohnt. Kajan kennen wir schon. Vielleicht besuchen wir erstmal die anderen. Und los geht's. Wir reisen mal nach Norden, ganz nach Norden zur Familie Rovesruano und schauen, ob wir da willkommen sind. So, komm rein. Ja, wir haben uns hier auf der Couch gemütlich gemacht. Setzt euch doch zu uns. Erzählt ein bisschen was über euch. Neue Nachbarn. Oh, du bist schwanger, ist ja toll. Wir haben auch ein kleines Kind. Hey, da können wir uns doch mal verabreden. Lass uns doch mal Nummern austauschen. Ja, lass uns Nummern austauschen, dann können wir ein Playdate planen und kurz vorher absagen, weil eins der Kinder krank wird. Halte ich für eine klasse Idee. Und jetzt später haben wir die beiden Kinder, aber wir arbeiten natürlich trotzdem weiter. Jetzt nicht unbedingt an Playdates, aber vielleicht hier mal. Übrigens, das ist ein Gebäude aus der Galerie, das ich platziert habe, der Sun Sequoia Duplex. Genau, und wir gehen hier mal zu Kajan. In dem anderen Häuschen wohnt leider noch niemand. Und besuchen den mal, wenn der uns so musikalisch empfangen hat. Ja, auch hier sind wir natürlich willkommen, haben die Zwillinge in der Rückentrage. So, und freunden wir uns doch mal ein bisschen mit Kajan an, wenn wir hier schon einfach ein Baby in seiner Küche ablegen. Hey, ich habe gesagt Rückentrage, was ist das denn für ein abgefahrener Parenting-Skill? Welche Stufe Erziehung braucht man dafür? So, vielleicht stellt ihr auch einfach mal eure Kinder vor an Kajan, damit die sich dann später auch mit ihm anfreunden können. Denn wir wollen ja alle zu allen ein tolles Verhältnis haben. Und nun sind die beiden schon etwas größer und wir haben uns hier heute versammelt, weil ich mir dachte, wir können ja mal zwei der Storytelling-Ziele verbinden und uns mit all unseren Nachbarn treffen, beziehungsweise die zu einem schönen Sonntagsbrunch einladen. Ja, es ist hier schon wieder Sonntag. Und ja, wie ihr sehen könnt, sind alle gekommen. Familie Rovesruano, Kajan auch. In der anderen Haushälfte da bei Kajan wohnt immer noch niemand. Und ich dachte, wir schauen mal, mit wie vielen wir hier zusammen kochen können. Okay, leider nicht mit allen. Da müssen wir jemanden abwählen, der vielleicht nicht mitmacht. Ja, dann macht Jay nicht mit und Kajan dafür. So, und ich bin mal gespannt, ob das jetzt wirklich funktioniert, ob wir hier mit wie viel waren es jetzt? 5 Leuten kochen können. Und natürlich wollen wir was Gourmetmäßiges kochen, dass wir da auch gleich noch ein bisschen was aufbauen. Joghurtparfait mit Früchten. Ran an die Töpfe und Dessertschalen und Früchte und Messer. Ja, Tala ist schon bereit und steht hier. Was macht die anderen alle? Ja, alle, die ich jetzt hier aufgerufen habe zu kochen, haben so ein kleines Gruppensymbol über dem Kopf. Genau, Eudora muss mal ihre Kreuzstichfähigkeit unterbrechen. Diana sollte mal die Wäsche irgendwie ablegen und ja, Sarah liest gerade der neuen kleinen Schwester von Tala noch was vor, die ja auch nicht mitkochen muss. Weg mit der Wäsche. So, und jetzt kocht mal alle eine Runde. An wem hängt es jetzt hier noch, dass es nicht losgeht? Die fangen tatsächlich erst an, wenn alle bereit sind. James diskutiert noch über Leute, die Papiertüten auf dem Kopf tragen. So, kommt schon. Jetzt gehen alle in die Küche. Ja, ich wette, einer kocht und die anderen stehen rum und geben blöde Ratschläge. Eudora ergreift zumindest die Initiative und fängt schon mal an zu schnibbeln. Genau, und die anderen kommentieren das alles. Könnt ihr nicht einfach mal mitmachen? Ich dachte, wir sehen jetzt hier zum Abschluss noch eine schöne Sequenz, wie alle zusammen kochen. Das hätte ich echt toll gefunden. Passend zu den beiden. Ah, James macht auch nochmal mit. Immerhin wenigstens ihr zwei. Ja, toll, was du schon kannst.
Und fertig ist das Joghurtparfait. Nun ja, das ging schnell für das bisschen, was ihr gekocht habt. Ihr habt auch ganz schön zugenommen schon. Aber so ist das eben, wenn man ein Gourmet ist und dann eben auch noch seinen Traumpartner gefunden hat, was das betrifft. Die ergänzen sich einfach perfekt. Was beim Thema Disney und Eltern leider sehr auffällig ist, ist die Tatsache, dass viele Disney-Charaktere überhaupt keine Eltern oder auch nur noch einen Elternteil haben, da der andere oder die andere oder merkwürdigen, manchmal auch nicht bekannten Umständen gestorben ist. Im Film ist James vermutlich im Krieg gefallen. Das kann man nicht bei Sims nachstellen, zum Glück. Daher könnt ihr euch eine andere Todesart überlegen. Aber Fakt ist, ja, ihr müsst euch leider von James verabschieden, genauso wie seine Frau und seine Tochter. Und zwar kurz bevor die Tochter zu jungen Erwachsenen heranwächst. Denn irgendwann ist es natürlich soweit, der Geburtstag steht an und eure Erbin feiert das Erwachsenwerden und damit den Beginn einer neuen Generation. Sie bekommt das Merkmal Gemein und das Bestreben Herrenhaus Baroness und ist nun Lady Tremaine, die böse Stiefmutter von Cinderella. Und ich kann den Shitstorm jetzt schon bis hierher riechen. Wie kann ich aus so einem sympathischen und tollen Charakter wie Tiana Lady Tremaine machen? Aber nun ja, das ist das Leid der Legacy Challenges. Damit werden wir uns abfinden müssen. Es wird bei den Charakteren noch viele Überraschungen geben, obwohl ich mir wirklich Mühe gegeben habe, dass es nicht ganz so harte Cuts sind. Und ich glaube, das hier ist der härteste von allen. Alle Regeln für diese Generation findet ihr noch einmal hier in der Videobeschreibung und gesammelt alle Ziele und Storytelling-Aspekte für alle Generationen auf meiner Tumblr-Page. Also dann, wir sehen uns im nächsten Video, wenn die Disney Parent Challenge mit der Generation 2 Lady Tremaine weitergeht. Hier sehen wir die beiden nochmal, wie sie nun in der Galerie stehen. Ihr könnt euch natürlich runterladen, um damit zu spielen und eure Disney Parent Challenge zu starten. Allerdings ist es ein bisschen tricky, die zu finden und ich möchte kurz zeigen und erklären, warum. Ihr seht hier schon dieses kleine Symbol, das steht für benutzerdefinierten Inhalt. Ich habe wirklich ganz oft geschaut, was jetzt hier der benutzerdefinierte Inhalt ist in den Klamotten. Ich habe sämtlichen Custom Content, der da irgendwie reingerutscht sein könnte, gelöscht. Es ist nichts drin. Kommentiert gerne, wenn ihr was findet. Aber ich habe nichts gefunden. Deswegen ist das ein bisschen schwieriger, die zu finden. Ich habe sie mit genügend Hashtags markiert. Ich habe euch ja auch gesagt, wie die heißen. Ihr findet sie auf meinem Profil, das genauso heißt wie dieser Kanal. Ich zeige es aber noch mal kurz, wie es funktioniert. Wenn ihr also in der Galerie seid und nach Blossom sucht, werdet ihr erstmal nichts finden. Ihr braucht diesen kleinen Haken hier, den müsst ihr aktivieren. Da sind sie und dann könnt ihr sie euch runterladen, wenn ihr sie euch nicht selbst erstellen wollt.